Weiter geht's mit der Motor- und Getriebeüberholung einer MZ TS 250-0. Wir wollen den Zustand der Kurbelwelle beurteilen. Im vorangegangenen Video hatten wir das Getriebe zerlegt und die Getriebeteile ausführlich auf ihre Verschleißmerkmale hin untersucht. In dieser Folge wollen wir uns der Kurbelwelle detaillierter zuwenden. Wir erinnern uns, dass wir in einem kurzen Exkurs bereits in der letzten Folge schon vorab den kleinen Trick zur qualitativen Prüfung des Radialspiels vom Hubzapfenlager, also dem unteren Pleuellager der Kurbelwelle, gezeigt haben. Der Vollständigkeit halber wiederhole ich dies hier noch einmal, damit wir in diesem Video auch alle Prüfungen der Kurbelwelle beisammen haben. Wenn wir die Kurbelwelle am Pleuel hochhalten und oben mit der flachen Hand auf das Pleuel schlagen, können wir uns einen qualitativen Eindruck verschaffen, ob das untere Pleuellager auf dem Hubzapfen der Kurbelwelle eventuell zu viel Radialspiel hat. Die Massenträgheit der schweren Kurbelwelle würde beim Schlag auf das Pleuel ein deutliches Klackgeräusch im unteren Pleuellager verursachen, wenn es hier nennenswertes Spiel gäbe. Der Beschreibung von Dirk Wildschrei folgend darf man ein leichtes Klicken wahrnehmen können, aber ein deutliches Klacken weist auf ein wesentlich zu großes Radialspiel hin. Die Verschleißgrenze des Radialspiels liegt bei 0,05 mm. Hier bei uns klackt nichts, also ist das Radialspiel schon mal in Ordnung und wir können uns eine genauere Messung im Pendelbock mit einer Messuhr sparen, wie sie im IFA-Reparaturhandbuch beschrieben steht. Für die weiteren qualitativen Prüfungen richten wir unseren Pendelbock, den wir schon zur Rundheitsprüfung der Getriebewellen benutzt haben, nun zur Aufnahme der Kurbelwelle ein. Hierzu nehmen wir die Kurbelwelle vorläufig einmal zwischen den Spitzen auf. Zwischen den Spitzen können wir die Kurbelwelle ein wenig festklemmen. Das hilft uns bei der nun folgenden Reibungsprüfung des unteren Pleuellagers. Wir drehen die Kurbelwelle so, dass der Hubzapfen ganz oben zu stehen kommt. Nun versuchen wir, das Pleuel senkrecht zu stellen und über seinem unteren Pleuellager auszubalancieren. Das ist physikalisch ein labiles Gleichgewicht, das bei einem leichtgängigen Pleuelfußlager eigentlich kaum von selbst gehalten werden kann. Das Pleuel sollte entweder zur einen oder zur anderen Seite abkippen, wenn seine Lagerung so reibungsarm wäre, wie sie es sein sollte. Aber bei uns bleibt das Pleuel schon beim ersten Versuch senkrecht stehen, was schon allein ein klares Indiz für eine zu hohe Lagerreibung ist. Außerdem spürt man auch, wenn man an Pleuel die Kurbelwelle dreht, dass die axialen Anlaufscheiben im Lager eine gewisse Reibung verursachen. Das sollte man nicht fühlen können. Trotz dieser Reibung lässt sich zwischen Pleuel und Kurbelwange eine Fühlerleere von 0,15 mm hineinschieben. Bei einem unten geführten Pleuel, wie wir es hier vorfinden, sollte es aber maximal 0,08 mm Axialluft im Hubzapfenlager sein. Das untere Pleuellager hat also ein zu hohes axiales Spiel und trotzdem eine zu hohe Reibung, was für einen Verzug zum Beispiel durch Überhitzung der axialen Anlaufscheiben spricht. Das Pleuelfußlager ist also zu ersetzen, was dazu führt, dass die Kurbelwelle schon allein deshalb zur Überholung zu einem Fachbetrieb muss. Denn zum Auspressen und anschließenden Wiedereinpressen des Hubzapfens in die Kurbelwangen braucht man eine 20-Tonnen-Presse, die auch in einer gut sortierten Motorradwerkstatt in der Regel nicht zu finden ist. Zu einer Gesamtbeurteilung der Welle gehört aber auch die genaue visuelle Prüfung aller Funktionsflächen. Das sind direkt links und rechts neben den Kurbelwangen die beiden Dichtflächen, auf denen die Dichtlippe der beiden großen Wellendichtringe das Kurbelhaus luftdicht abdichten muss. Hier grün dargestellt. Weiter außen die beiden Lagersitzflächen, auf denen die Innenringe der Kugellager aufgeschrumpft werden, dunkelrot eingefärbt.
Und auf der linken Wellenseite, wo die Kupplung sitzt, folgt die zylindrische Lagerfläche des Nadellagers vom kleinen Primärzahnrad oder auch innerer Mitnehmer genannt, in blauer Farbe. Dieses Nadellager hat keinen eigenen Innenring. Seine Wälzkörper laufen direkt auf der gehärteten Wellenfläche, die demzufolge makellos sein muss. Hier dürfen sich keine deutlich sichtbaren Laufspuren der Nadeln finden und schon gar keine fühlbaren. Weiter außen auf der linken Seite kommt dann der Konus, lila, auf dem der Kupplungskorb klemmt, und dann ganz außen vor dem Gewinde haben wir noch eine kleine zylindrische Fläche in Gelb, auf der der Innenring des äußeren Kupplungsstützlagers haftet, das im linken Gehäusedeckel verbaut ist. Unser Außengewinde am linken Ende der Welle, das die Kupplung axial fixiert, ist zwar offensichtlich beschädigt, aber die beschädigten Gewindegänge sind weit vorn und von dem Vorbesitzer schon ordentlich nachgearbeitet worden. Die verbliebenen intakten Gewindegänge reichen aus, um die Kraft der Kupplungsmutter zu übertragen. Die Tragfähigkeitsregel lautet, dass das tragende Gewinde mindestens so lang sein muss wie sein Durchmesser, besser 1,5 mal so lang. Wenn wir hier sicherheitshalber die breite Mutter benutzen, ist das noch gerade in Ordnung. Auf der rechten, kurzen Kurbelwellenseite folgt auf die grüne Dichtfläche des Wellendichtrings und dem dunkelroten Lagersitz noch eine weitere Dichtfläche, auf der ein kleinerer Wellendichtring das Lichtmaschinengehäuse gegen die Ölschmierung des Kugellagers aus dem Getriebe heraus abdichtet. Danach finden wir direkt den Konus in lila, auf dem der Rotor der Lichtmaschine sitzt. Dieser Konus hält den Rotor nicht allein durch die Haftreibung, sondern hier gibt es zusätzlich einen Mitnehmerkeil, der den Rotor führt und die Zündung zur Kurbelposition fixiert. An die Oberfläche dieses Konus werden daher nicht ganz so hohe Anforderungen gestellt wie bei dem Kupplungskonus auf der linken Seite der Welle. Von der Stirnseite der Welle ist rechts auch ein Gewinde vorhanden. Es ist ein M7-Innengewinde, das die Schraube zur axialen Fixierung des Rotors aufnimmt. Wenn dieses Innengewinde oder das gegenüberliegende Außengewinde nicht mehr brauchbar sein sollten, ist die Kurbelwelle leider nur noch Schrott. Die Kegelflächen hatten wir uns beim Abbau des Rotors rechts und der Kupplung links bereits genau angesehen und für noch brauchbar befunden. Die Lagerflächen der Kurbelwelle selbst und die des doppelreihigen Nadellagers des inneren Mitnehmers weisen auch keinerlei Beschädigungen auf. Aber die Wellendichtring-Lauffläche auf der Kupplungsseite hat eine dunkle Verfärbung und feine kraterförmige Rauigkeiten dort, wo die Dichtlippe läuft. Diese tiefe Verfärbung und die Krater lassen sich nicht mehr mit Polierleinen einfach entfernen. Selber Nachschleifen mit Schleifpapier kommt nicht in Frage. Dabei würden wir unvermeidlich einen Drall feinster Schleifriefen in die Oberfläche einbringen und der Wellendichtring wäre undicht, auch wenn uns die Oberfläche optisch perfekt glatt erscheint. Später bestätigt uns der Kurbelwelleninstandsetzer in einem Telefonat, dass dies tatsächlich eine Korrosionsspur ist, die zum Beispiel daher rühren kann, dass sich Kondenswasser im Inneren des Kurbelhauses gebildet und während einer längeren Standzeit der Maschine hier an der Dichtlippe angestanden hat. Bisher hat zwar auf den schlappen 700 Kilometer, die ich die Maschine fahren konnte, bis das Getriebe den Geist aufgab, der Wellendichtring hier noch abgedichtet, aber das wäre ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis die empfindliche Dichtlippe von diesen Rauigkeiten der Oberfläche beschädigt wird und der Motor deshalb auseinander muss. Hier hat also unser Vorgängermonteur heftigst geschlammt und eine nicht brauchbare Kurbelwelle wieder montiert, um seinen Profit an der Maschine zu steigern. Ob ein Kurbelwelleninstandsetzer diese Fläche wirtschaftlich sinnvoll reparieren kann, ist mir zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Klar ist nur, dass die Welle zumindest überholt werden muss. Einerseits, weil das Hubzapfenlager zu viel Axialspiel und zu hohe Reibung aufweist und andererseits, weil die Wellendichtfläche korrodiert ist.
Nach diesen visuellen Prüfungen messen wir jetzt schon aus Neugier noch die Schlagwerte der relevanten Kurbelwellenflächen, um den Gesamtzustand der Welle beurteilen zu können. Für diese Schlagprüfungen spannen wir die Welle nicht zwischen den Spitzen, obwohl es das IFA-Reparaturhandbuch so vorsieht. Es erscheint mir sinnvoller, die Schläge der Kegelsitze von Lichtmaschine und Kupplung sowie der beiden Wellendichtringflächen direkt zu den Lagersitzen der Kurbelwelle selbst zu bestimmen und dort die Kurbelwelle auf Rollen im Pendelbock aufzunehmen. Dies sind die wirklich relevanten Bezugsflächen, denn dort ist die Kurbelwelle im Motor gelagert. Aber schauen wir uns einige dieser Schlagmessungen, die ich mit einem Freund zusammen durchgeführt habe, einmal in Echtzeit an. Denn oft ist es sehr hilfreich, sich mit einem kompetenten Partner über das eigene Vorgehen auszutauschen, um sich selbst Klarheit darüber zu verschaffen, was man da macht, und vielleicht auch, um seine eigenen Grenzen besser zu erkennen, bevor man sich vollends verrennt. Alles in die Waage. Und so in die Waage die Rollen, so in die Waage das Gerät und die Rollen auch. So, und den Abstand auf die Lager. Ja. Und wenn man das Ganze jetzt dreht, dann sieht man, dass die Uhr ein Hundertstel schlägt auf der Welle. Das finde ich ein sehr ordentliches Ergebnis. Ja, das ist ja direkt jetzt das ist ja nur der Schlag auf dem Lagersitz. Ja, okay. Ja, jetzt müssen wir da den höchsten Punkt mal finden, den markieren, dann die andere Seite messen und dann wissen wir, wie die Lagerstellen an sich laufen und dann müssen wir gucken, wie die Wellenenden laufen Ja, okay, dazu. ja, gut, ja. Da wird Jetzt nochmal drehen. Ja, das ist der höchste Punkt. Ein Hundertstel. Gucken, ob wir das da auch schön hinkriegen. Kann man nur nach hier gucken lassen, die Uhr. Kann man nur nach hier gucken lassen. Das ist natürlich kein gutes Licht. so ein Scheinwerfer bereit hier. Oh, das geht schon. Geht schon. Ja, die Kamera ist relativ lichtstark im Vergleich zu der 3D-Kamera, die ich habe. Die ist überhaupt nicht lichtstark. Die wird dann direkt pixelig. Gar nichts, ne? Oh, da. Ist die höchste Stelle hier. Ist dieselbe höchste Stelle Ja, wie auf der anderen Seite. gut, ja. Also die laufen schon mal hervorragend. Ja, das zueinander. würde ich auch so sehen. Boah, hab ich nicht erwartet. Super, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir. Jetzt wissen wir, das läuft zueinander. Jetzt mal gucken, wie läuft das Ende hier. Kriegen wir das am besten eingestellt.
Oskar, du vertraust uns, wohl? Ich sag, Oskar vertraut uns, auch wenn er das jetzt nicht sieht. Da sitzt er nicht richtig. Das ist ein Zehntel. Zehntel, ne? Ja. Ja. Da außen Lichtmaschine ist ein Zehntel. Und der höchste Punkt, also mal gucken, ist der da. Da kann man dann nachher draus schließen, wie man das eventuell richten muss, wenn es was zu richten gibt. Das ist natürlich dann auch mutig, wenn wir das selber richten wollen. Ja, stimmt. Aber wir sind ja mutig. Wie geht das an der Kurbelwelle mit dem Kupferhammer oder wie machen Genau, habe ich bestellt. Die Kupferhammer habe ich bestellt. Bin gespannt, ob ich Ich kann noch mal gucken, ob ich... Ja, das wird man bestimmt irgendwie finden. Einzylinder-Kurbelwelle, Buchten oder sowas. Und da war genau das mit dem MZ-Motor hier gemacht. Mit einem. Wenn dich das interessiert, suche ich das noch mal raus. das sind 1,8 oder 1,9, so fast 2 Zehntel. Hier ganz außen. Mhm. Das ist mir eigentlich schon zu viel. Wo hast du diese Apparatur gefunden? Ist das auch eBay oder? So ein Händler für Scooterteile. Ah ja. Bei den Scootern werden die Kurbelwellen oft vermessen. Die Scooterhändler, die kaufen sich soweit, um die Kurbelwellen zu prüfen von den Vespas. Und da ist das her. Vespa-Teil. SID heißen die, glaube ich. SIB. SID. 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 Das ist, Das ist die. Das ist ein Zehntel. ja. Das ist ein Zehntel. Also doppelt so viel, wie er darf. Ist das mit 500 ist das angegeben? Oder? Ja, 400 eigentlich. Aber zwischen Spitzen. Okay. So, der höchste Punkt ist hier. Ja, jetzt mal vergleichen. Dann ist der höchste Punkt da. Ne, hier. Und da.
das ist von da nach da Aber Umfang fast ziemlich genau 90 Grad hier, ne, Ja. zu dem Pleuelauge. Also, was ist das jetzt für eine Deformation? Wenn die höchsten Punkte da liegen, dann ist das Teil das nach da und das nach da gedreht. Ne? Das könnten wir beheben. Ja, wenn das in dieser Richtung wäre, Ja. dann sind die Wangen nach innen oder außen gedrückt. Dann wäre die Welle so. Dann hätte die auf beiden Seiten die gleiche Höhe und die gleiche Tiefe. Da das aber jetzt so ist, sind die Wangen zueinander versetzt. Denn der höchste Punkt ist da und der höchste Punkt ist da. Wenn man das so Das heißt, die sieht, sind aber, so verdreht. aber wieso laufen dann die Flächen so sauber hier ganz nah dran? Ja, hier misst du ja über diesen Lagern. Ne? Du misst die Rundheit dieser Fläche. Ja. Du misst Ach so. nicht die Achse. Ja, stimmt. Du misst stimmt. nicht den Verzug ja, der Achse. Nee, hast recht. Du misst den Radialschlag dieser Schleifbearbeitung inklusive der Lager. Ja, nee, okay. Ja, Und das muss wenig sein. ja. Das stimmt. Das da ist hast du recht. gibt dir im Grunde die Fehlergröße an, bezogen auf den Hebel. Wenn das also ein Hundertstel ist und der Hebel hier, sage ich mal, ist... Der Schlag am Lichtmaschinenkonus von mehr als 0,1 mm kann dazu führen, dass der Rotor den Stator berührt und die Lichtmaschine beschädigt wird. Denn seine Luft ist auch in der Größenordnung. Der lange Konus auf der Kupplungsseite ist noch kritischer, denn der Konus ist weiter entfernt von der Lagerstelle und damit wirkt sich ein Kurbelwellenschlag über den längeren Hebelarm in einer entsprechend größeren Rundheitsabweichung dort aus. Wie wir gesehen haben, betrug dann auch der Schlag 0,18 mm. Da hier die schwere Kupplung sitzt, die ja bei MZ-Motoren gleichzeitig als Schwungmasse fungiert, erzeugt dieser Kurbelwellenschlag hier verstärkte Motorvibrationen. Jetzt fehlen mir Erfahrungswerte, wie vibrationsarm diese MZ-Motoren laufen sollten, damit ich von vornherein am Motorlauf schon hätte vermuten können, dass diese Kurbelwelle wohl zu viel Schlag haben wird. Aber die Messungen belegen es jetzt, sodass der Motor mit einer intakten Kurbelwelle wesentlich ruhiger laufen müsste. Einer Empfehlung aus dem MZ-Forum folgend wende ich mich an Klaus Krüger in Reichenbach, um die Kurbelwelle überholen zu lassen. Mir erscheint dabei der Transport der Welle, insbesondere wenn sie überholt an mich zurückgesendet wird, sehr problematisch, denn die Welle wiegt schon ein paar Kilo und muss gut verpackt sein, um einen Sturz des Kartons unbeschadet zu überstehen. Deshalb entschließe ich mich, eine sichere Aufnahme für die Welle aus Holz zu bauen, die in einen Standardkarton von DHL hineinpasst. Am Ende habe ich es dabei vielleicht etwas übertrieben, aber diese Verpackung kann dafür mehrfach verwendet werden. Nachdem Herr Krüger die Welle so erhalten und begutachtet hatte, haben wir telefoniert und er teilte mir mit, dass es nicht sicher sei, ob die Wellendichtfläche wirtschaftlich sinnvoll instand zu setzen wäre. Er wolle es gern versuchen, die Korrosionsschäden herauszuschleifen, aber wenn dafür mehr als 1/10 Abtrag nötig werden würden, wäre die Welle Schrott. Er riet mir deshalb, gleich eine neue Welle zu kaufen, wenn ich das Risiko nicht eingehen wolle. Ich bat ihn, es trotzdem erstmal zu versuchen, weil ich die alte Welle gerne erhalten wollte,
selbst wenn dies am Ende teurer als eine neue Welle werden würde. Der Versuch war dann zum Glück erfolgreich. Nach einem Zehntel Abschliff waren alle Korrosionsnarben von der Dichtfläche abgetragen, sodass dieser Wellendichtdurchmesser jetzt 0,2 mm Untermaß hat. Das ist normalerweise eine viel zu große Maßabweichung für den Wellendichtring, aber Herr Krüger versicherte mir, dass dies gerade noch überbrückbar ist, wenn ich die Wurmfeder, die die Dichtlippe anpresst, um ca. 5 mm kürzen würde. Das hätte sich seiner Erfahrung nach früher in der DDR bei den Rennmotoren in solchen Fällen bewährt. Es stellte sich beim Auspressen des Hubzapfens bei Herrn Krüger dann noch heraus, dass der Vorgänger zu breite axiale Anlaufscheiben im Lager verbaut hatte, wodurch die Kurbelwangen zu weit auseinander standen. Wenn die Kurbelwangen zu weit auseinander stehen, ist die Kurbelwelle länger, als sie sein sollte. Dann hat sie im Gehäuse weniger oder gar kein Axialspiel mehr, das sie für ihre Wärmeausdehnung aber benötigt. Ich spekuliere mal, dass dies möglicherweise die Ursache dafür war, dass sich die alten Anlaufscheiben überhitzt und in der Folge verzogen haben. Als die revidierte Welle dank der aufwendigen Verpackung wieder unbeschadet bei mir eingetroffen ist, nehme ich sie gleich wieder auf den Pendelbock auf, um das Ergebnis der Revision genauer anzuschauen. Was sofort auffällt, ist, dass alle Funktionsflächen sauber poliert wurden und keine Riefen oder Verfärbungen mehr aufweisen. Das Hubzapfenlager ist jetzt sehr leichtgängig und hat natürlich radial kein Spiel. Axial jetzt aber sogar 0,25 mm Luft. Da vertraue ich Herrn Krüger, dass das vergrößerte Axialspiel so gut funktionieren wird. Die nachgeschliffene Wellendichtfläche schlägt 2/100, die Lauffläche des Nadellagers vom inneren Mitnehmerzahnrad von Kupplung und Primärantrieb sowie der Kupplungs- und der Lichtmaschinenkonus bleiben überall unter 4/100 mm Schlag. So muss eine Kurbelwelle laufen. Herr Krüger hat für diese ordentlich gemachte Überholung angemessene 268 € genommen. Seine Arbeit kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Er erklärte mir dann auch, wie ich mit der Wurmfeder zu verfahren habe, um die Spannung auf der Dichtlippe an die 2/10 Untermaß anzupassen. Die Wurmfeder wird hinter der Dichtlippe des Wellendichtrings hervorgeholt und an ihrer Stoßstelle vorsichtig links herum auseinandergeschraubt. Das konisch zulaufende Ende bleibt, wie es ist, das gerade Ende wird mit einem scharfen Seitenschneider um 5 mm eingekürzt. Jetzt lässt sich das konische Ende rechts herum wieder ineinander schrauben und die Wurmfeder kann danach zurück an ihren Platz hinter die Dichtlippe des Wellendichtrings gestülpt werden. Der so modifizierte Wellendichtring sollte jetzt das Untermaß von 0,2 mm noch gerade überbrücken können. Bis zur Erstellung dieses Videos hat der überholte Motor zwar erst 300 Kilometer absolviert, aber ich bin weiterhin optimistisch, dass diese von Klaus Krüger empfohlene Maßnahme auch in Zukunft problemlos weiter funktionieren wird. Für die Kosten der Instandsetzung hätte es zwar schon eine neue Kurbelwelle gegeben, aber hier weiß ich jetzt wenigstens, was ich habe. Oskar ist sehr zufrieden damit, dass das Herzstück der schönen Gerda doch noch erhalten werden konnte. Es ist das Einzige, was für ihn zählt. Denn Geld ist für ihn irgendwie nie ein Kriterium. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob er das Konzept des Geldes überhaupt jemals verstanden hat.